Ein neues Leben anfangen in der Karibik. Das wollen Carlos Feierabend und seine Familie. Hierher ist sein Vater, Karl Feierabend, vor bald 40 Jahren ausgewandert. Feierabend-Kari, ein Schnapsbrenner aus der Innerschweiz, wollte in der Dominikanischen Republik Grossfarmer werden und verlor all sein Geld. Ein Lebenstraum in Trümmern. Sind Sie dann nicht auch ein bisschen zu leichtgläubig gewesen? Ja, im Nachhinein weiss ich, ja, sie war leichtgläubig. Aber eben, schon zu spät. Cari, ven acá, mi amor, pero por mí. Ay, Dios. Sí, mira, amor, volteate. Dafür fand er die Liebe und blieb. Er heiratete Marina und wurde bald Vater. Carlos nannte er seinen ersten Sohn. Vier Kinder wurden es insgesamt, die nach Feierabend-Karis Tod allesamt den umgekehrten Weg des Vaters machten. Sie wanderten in die Schweiz aus und suchten dort ihr Glück. Langsam, langsam! Carlos Feierabend fand seine große Liebe. So. Im Herzen der Urschweiz wurde er trotzdem nie ganz glücklich. Ich habe eigentlich gut da, also schlecht habe ich da nicht. Aber irgendwie bin ich nicht ganz zufrieden. Ich suche mein Glück in der Dominikanischen Republik wieder. Also begann er, die Farm seines Vaters wieder aufzubauen, wurde selbst Vater und wagt nun einen Neuanfang. Hey, hey! Es hat Stau wegen einem Unfall auf der A1 Zürich Richtung Bern zwischen der Verzweigung Häckingen und Günzingen und der Stock auf der A1 Bern Richtung Zürich. Ja, hören wir nicht gerade gut, hä? Gell? Ja. Wieso läuft denn da Radio Pilatus in der Karibik? Ja, das habe ich noch auf der Baustelle gehört. Beim Schaffen, nicht Witz. Und ich habe gar nicht eigentlich noch das Beatus, aber da habe ich das gleiche Gefühl irgendwie beim Schaffen. Ja, das hatte ich noch gerne. Hinterher vermisse ich das, die Baustelle noch. Seit einigen Wochen arbeitet er auf seiner eigenen Baustelle. Carlos Feierabend baut dort, wo er aufgewachsen ist, ein Zuhause für seine Familie. Für seine Frau Samira und die gemeinsamen Kinder. Emma, 3 und Nils, 1 Jahr alt. Emma, papi te va a dar. Oh, ya no hay más. Se acabó. Siéntate aquí, ven. Siéntate. Emma, siéntate aquí. Que papi va a trabajar. Gracias. Eine Art Homeoffice in der Karibik. Und wie ist jetzt das Leben hier? Etwa so, wie du es dir vorgestellt hast? Mit viel zu tun, ja. Das habe ich mir schon vorgestellt. Ja, aber es ist, ich habe die Zeit, also wir haben die Zeit. Wir müssen nicht pressieren. Wir müssen nicht um 7 Uhr am Ort sein. Wir müssen nicht um 5 Uhr am Ort sein. Also, das heisst, aber wir haben die Zeit und wir haben das irgendwie auf eine Zeit erfahren eigentlich.
Im Moment arbeiten wir nur für uns. Gemacht werden nicht. Hey, Nilsi, no, huevos, no. Hey, no, ya, se acabó. Ven, aquí. Si ven, no me joden. Ven acá, ven, Emma, ven aquí. Ven aquí, ven. Mira aquí. Hey, ven. Papi tiene aquí. Mañosa. Homeoffice mit kleinen Kindern. Auch in den Tropen eine Herausforderung. Aber ist gut, oder? Bei der so Mitte, gell? Ja. So da und dort noch eins. Auch draußen gibt es viel zu tun. Zum Beispiel die Pferde mit Bananen füttern. Aber schau am Louis kannst du es auch so geben. Ist nur für Malou. Malou traut sich noch nicht so. Geh du. Verstrickst nicht. Mein Wunsch war schon immer ein Eignungsross, aber in der Schweiz hätte ich das mir wahrscheinlich nie ermöglichen können. Es ist einfach viel zu teures Hobby. Ja, und da habe ich's, ja, hat es mein Mann jetzt mir ermöglicht, die Rössli zu haben. Und sie haben sich jetzt ein bisschen vermehrt. Müssen wir dann wieder ein paar abgeben. Das ist auch dann wieder zu viel, aber so 1, 2 ist schon mein Wunsch zu haben. Ja. Die Voraussetzungen für einen neuen Lebensabschnitt in der Dominikanischen Republik sind gut. Bis zum stillen Glück im trauten Heim scheint es allerdings noch ein weiter Weg zu sein. Was denkst du, wie lange geht das, bis das alles fertig ist? Ja. Also wir haben etwas Material da, das wir vorher gekauft haben. Solange nicht weit, also für das untere Stock können wir sicher gut fertig machen, außer Boden. Und da oben machen wir irgendeines, wenn ich Geld verdiene. Da. Und so machen wir dann weiter. Also wir haben kein Präsent oder wegen dem. Das ist vor allem eine Geldfrage, um fertig zu machen. Ja, genau, aber das Haus auch da kostet sehr viel Geld, oder? Er hat sich die Pensionskasse auszahlen lassen. Ein stattlicher Betrag. Aber viel davon hat er bereits in sein neues Haus investiert. So, da an oder am besten da unten, glaube ich. Flagge zeigen ist indes keine Frage des Budgets, sondern der Einstellung. So, jetzt sieht jeder. Dass hier ein Schweizer wohnt? Ja, das ist so, die Idee ist schon, dass die Schweizer, die umeinander sind, sehen, dass da noch eine Schweizer Familie sind. Wie der Vater, so der Sohn. Wo der Schweizer wohnte, das sah man schon früher von weitem. Hast du eigentlich Heimweh manchmal nach der Schweiz? Nein, Heimweh habe ich nicht. Aber ich denke immer wieder an die schöne Zeit. Mit seinem letzten Geld kaufte Firabikari eine kleine Farm und lebte fortan wie ein Einheimischer. Ein Campesino mit Schweizer Fahne allerdings. Die Feierabends waren arm, aber glücklich. So viel Gotthelf gab es nur noch in der Karibik. Hier gingen Carlos und seine Brüder zur Schule, ohne danach berufliche Perspektiven zu haben. Die Arbeitslosigkeit betrug mehr als 50%. Und jeder, der noch bei Trost war, sagte sich nichts wie weg. In ein anderes Land, in die USA, nach Spanien oder eben in die Schweiz. Carlos wurde von allen beneidet. Er hatte einen Schweizer Pass. Er konnte gehen.
también. Porque el profesor me a Panamá. Eso lo dije yo a Nereida que pasé yo a la universidad. Und so kam es, dass er mit 17 in die Schweiz reiste, wo er bei Verwandten unterkam. Bei seiner Tante Lisbeth und ihrem Mann. Deutsch konnte er fast gar nicht. Sein Vater hatte immer Spanisch mit ihm gesprochen. Erste Verständigungsversuche. Herzlich willkommen. Wir haben jetzt gerade gesagt, willkommen. Dass das viele Geld, das er verdienen wollte, nicht auf der Straße lag, musste Carlos schnell lernen. Er fand Arbeit in der Fensterfabrik Bündner in Erstfeld für 20 Franken in der Stunde. Carlos ging es wie vielen Migranten. Einfache Arbeit statt schnellem Reichtum. Ist das hier anders als in der Karibik? Das ist schon andere, ja. Was ist der Unterschied? Ja, hier wollte alles ganz perfekt machen. Aha. In Santo Domingo ist es nicht so. Schon bald begann ihn die Sehnsucht nach seiner alten Heimat zu plagen. Kommt die Oberstock. Das kommt so. Und er hatte einen Traum. Genug Geld verdienen, um ein schönes Haus bauen zu können. Dann Beispiel, da wäre ein Garten, oben der untere Stock. Da wäre die Küche, die Waschküche, ein WC und noch ein Zimmer. Dann haben wir die Decke. Das wäre die da. Und so. Und wo willst du dieses Haus bauen? Ja, das wäre ein Traumhaus. Wo? In unserer Farm in Santo Domingo. Ach so. Aber das wäre eigentlich. Das wäre ungefähr so. Und dort willst du leben? Ja, einmal in Zukunft, ja. Aha. Ich will zurückgehen. Carlos blieb und es kam anders. Im Alter von 27 Jahren wurde er Vater. Ich kann noch nicht so richtig erfassen. Aber es ist schön. Komm, nimm meine Fingerchen. Ja. Und jetzt lebt er wieder. Gaio nannten sie den Buben. Und das Glück schien perfekt zu sein. Aber kurz nach diesen Aufnahmen trennte sich das Paar. Und seither ist es kurz gesagt schwierig. Das Problem ist, ich weiß, dass er in der Nähe ist und ich kann ihn nicht sehen. Das tut noch mehr weh. Wenn ich weit bin, kann ich mich an das dran gewöhnen. Und ich weiß, mein Sohn wird von mir suchen später, das weiß ich schon. Aber im Moment, ich finde, ich habe keinen Platz mehr da. Also ich werd wieder nach Rancho Arriba zurückgehen. Das habe ich auch letztes Mal. Und so beschloss Carlos, zusammen mit seiner neuen Liebe Samira auszuwandern. Allergie. Vielleicht bist du allergisch auf etwas, zum Beispiel. Der Traum, auf den Ruinen seines Elternhauses etwas Neues aufzubauen, war wieder erwacht. Wir weg da, oder? Das da, wegschlagen. Das ist so der ganze, wie sagt man das? Ein Gang gibt Der ganze Gang, ja. da rein. Also wirklich ein schöner, breiter Gang. Und na, da gibt es WC nachher. Ja. Das Bad, das kleines Bad. Das sind schon Zimmer eigentlich früher von euch, oder? Ja. Da tun wir noch zwei, also ich glaube drei Steine noch höher. Dann kommt der Boden noch nachher. Ja. Karis kleine Farm war völlig heruntergekommen. Bevor daran zu denken war, sich hier wohnlich einzurichten, mussten Carlos und seine neue Partnerin Samira erst mal versuchen, ein wenig Ordnung ins Chaos zu bringen.
Carlos hat nie eigentlich gelogen, wie es da aussieht. Er hat immer gesagt, es könnte wirklich schlimm aussehen. Und ja, so ist es jetzt halt leider. Wir müssen jetzt halt ein bisschen Zeit investieren und Arbeit. Aber ich denke, wenn wir das wirklich immer wieder ein bisschen dranbleiben, kommt das gut. Für Carlos war es ein Nachhausekommen, für Samira nicht. ¿Me viene ayuda? Manolo, no están aquí. Ja, ich muss schon sagen, ich komme mir schon vielfach ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, halt einfach ein bisschen blöd vor, weil man halt einfach nur nebenzu steht und irgendwie will man auch können mit denen reden, aber es geht einfach nicht und man versteht nichts. Es macht einem auch ein bisschen müde, wenn man das immer so ein bisschen hört, weil man strengt sich an, um irgendetwas zu verstehen. Aber ja, es will noch nicht so recht. Und das ist dann schon, macht einem schon ein bisschen müde. Ja. Das muss ich durchheben. Das ist schon... Es ist nicht so einfach, ich verstehe sie das schon. Und da reden die Leute ziemlich viel, da sind wir am Tag da. Und dann kommen sicher 20 Leute immer wieder ein und fängt an zu reden, hockt da eine halbe Stunde. Und ja, ich glaube, dass für sie nicht so einfach ist. Und ja, ich hoffe... ja, mal schauen, wie es kommt. Kurz gesagt, es kam nicht gut. Drei Monate später arbeitete Carlos immer noch jeden Tag an seinem Haus und hatte große Fortschritte gemacht. Aber der Traum vom gemeinsamen Glück in der Karibik war geplatzt. Samira war abgereist und wollte in der Schweiz bleiben. Ja, es ist schon ein bisschen ein Schock zuerst. Also, ich sage so, sie hat gesagt, sie wird mich begleiten da, um eine Zukunft da zu machen. Und ich habe das ernst genommen und darum habe ich so viel gemacht. Ich habe gesagt, ich mache ein Heim für uns zu Hause. Und ich habe es so ernst genommen, dass ich wollte das Beste machen, das ihr gefällt, dass sie da bequem hat, dass sie kann sagen, ja, wir haben ein schönes Zuhause, wir haben alles, was wir brauchen. Es hätte der Anfang eines neuen Lebens in der alten Heimat werden sollen. Dafür hatte Carlos in der Schweiz alles aufgegeben. Doch dann wurde Samira schwanger. Wenn sie nicht da sein kann, dann muss ich in der Schweiz kommen. Und ich hätte mir schon ein bisschen überlegt, ob ich soll oder nicht. Also, ich muss sagen, wenn sie nicht schwanger wäre, hätte ich mir noch ein bisschen mehr überlegt, ob sie zurückkommen soll. Aber jetzt sind wir eine Familie und ich komme sehr gerne zurück. Aber allein hier bleiben, das wäre für dich nicht in Frage gekommen? Samira in der Schweiz mit dem Kind und du hier in der Dominikanisch? Nein, das will ich nicht. Nein, auf keinen Fall. Entweder sind wir zusammen da oder dort. Das ist ganz klar. Da ist jemand müde. Immer noch müde. Hä? Da ist einer. Samira wollte unbedingt in der Schweiz bleiben, um ihr erstes Kind hier zur Welt zu bringen. Im Nachhinein der richtige Entscheid. Sie hatte eine Frühgeburt mit vielen Komplikationen. Ja, die Geburt war nicht so einfach bei uns und wir sind einfach wirklich froh, sind wir hier und haben eine super Betreuung gehabt. Also ich wie auch die Kleine. Und ja, sind wir sehr dankbar. Ich habe schon gedacht, es zieht schon weniger. Carlos ist zurück in der Schweiz. Sein früherer Arbeitgeber hat ihn sofort wieder eingestellt.
Gute Handwerker sind gefragt. Also montiert er wieder Fenster auf Baustellen. Ist es einfach, wieder in der Schweiz einleben? Ja, es war eigentlich, ich habe fast keinen Unterschied gemerkt. Also muss ich sagen, ich bin wieder da gekommen, habe mich so gefühlt, ob ich würde gar nicht weg, also dass ich immer da war. Also von dem her war eigentlich, ja, es ist eigentlich angenehm gegangen. Und trotzdem, Carlos ist zurück im Schweizer Hamsterrad, von dem er eigentlich genug hatte. Man merkte schon den Rhythmus. Ja, anderer Am Rhythmus. Morgen aufstehen, arbeiten, am Abend fast dunkel heimkommen. Ja. Dann schlafen, dann wieder aufstehen. Also der Rhythmus ist schon ein bisschen, aber es geht schon. Also, das ist Alltag, das ist nicht speziell. Du warst freier in der Karibik, oder? Mehr Freiheit. Ja, es sind andere Sorgen. Das ist schön, Ja. das ist wunderschön. Das ist das schönste Geschenk. Dank meiner Frau. Das Wunder. Ja, kleines Und vor allem, es sieht ein bisschen aus wie Mama. Das ist noch schöner. Auch nicht immer. Neben dem Babyglück gibt es noch weitere Neuigkeiten. Die beiden haben geheiratet. Der Anfang einer gemeinsamen Zukunft. In der Schweiz, nicht in der Karibik. Ja, das würde ich noch mal machen. Permanent leben, das wird, ich glaube, im Moment kein Thema sein. Also, wir gehen mal so in die Ferien. Also, das Haus werde ich sowieso fertig machen. Ich bin auch dafür, dass er das Haus fertig macht und dass wir das sicher für Ferienzwecke nutzen können. Und Ja. vielleicht irgendwann im Alter, dass wir dann sagen, so, jetzt gehen wir dort runter das Alter geniessen. Ja. Ich lebe sie richtig. Ja. Mehr als 2 Jahre später in Flüelen. Genau, se cai. Sì, ora me waso wie. Carlos und sein Bruder Pepe sind dabei, den Hausrat der Familie Feierabend in Kisten zu packen. Sehr gut. Was ich davor habe? Ja. Sagen, das ist normal. Zügeln einfach ein bisschen weiter. Ein bisschen weiter. Ein bisschen weiter, ja. Wohin? Ja, nach Rancho Arriba auf die Farm. In die Dominikanische Ja. Republik. Genau, richtig. Ja. Und wieso willst du dann zügeln? Wieso? Ja, wir haben uns das gewünscht. Mal ein anderes Leben. Die Sehnsucht nach der Karibik hat, wenig überraschend, wieder Überhand genommen. Dominikana blieb für uns eigentlich die Heimat, wahrscheinlich für immer, weil wir haben eine eigene tolle Kindheit. Und ich glaube, wenn du immer so eine tolle Kindheit hast, du wirst wahrscheinlich immer noch die Möglichkeit immer zurückgehen, wahrscheinlich, wo du aufgewachsen bist, oder? Wenn so alles so schön war. Wir sind einfach arm gewesen, aber es war eine tolle Kindheit gewesen eigentlich. Ne? Tu de cosa aquí a la cosa, al piano. Stopp. Samira ist inzwischen zum 2. Mal Mutter geworden. Nach Emma bekam sie Nils. Auch ihn sicher in einem Schweizer Spital. Und so ließ sie sich überzeugen, dem Traum ihres Mannes nun doch noch mal eine Chance zu geben. Hier sind 2 Zwirbli. Mami.
Ja, das ist Kumpa. Ho, ho, hopp. Ich habe sicher auch meine Bedenken. Oder meine Ängste, sozusagen. Einerseits ist sicher wegen diesen 2 Kleinen da. Sind uns halt schon das Wichtigste. Und ich will einfach, ja, dass ihnen nicht etwas zustößt dort unten. Also schau da auf den Teppich da. Die Wohnung ist schon fast geräumt. Die Feierabends sagen der Schweiz bald Lebewohl. Zack. El balcón. Quítala. Pero ahí no la va a hacer, esa día no se la va a hacer. Carlos und sein Bruder Pepe studieren Baupläne. Carlos ist nicht der Einzige mit Fernweh. Pepe hat allerdings einen kleinen Sohn, von dessen Mutter er getrennt lebt. Wenn ich kein Kind gehabt jetzt, ich glaube, ich hätte wahrscheinlich auch morgen gerade gegangen. Es ist irgendwie fällt mir, weißt, da habe ich schon einen guten Job, tipptopp wirklich, und meine Kind ist auch da, meine Familie ist auch da. Aber sage mal, sterben will ich unbedingt nicht da. Irgendwann will ich vor der Pension schon zurück. Nicht in der Schweiz sterben? Nein. Ah. Sein karibisches Traumhaus hat Pepe schon fixfertig entworfen. Nun muss er es nur noch bauen lassen. Die Villa von Cari kommt jetzt. Die haben wir auch noch vorbereitet. Die ist riesig. Carlos ist ihm da um einiges voraus. Das sieht eigentlich wirklich geil aus, eigentlich, kann man so sagen. Weil von da bis dahin, wie viel ist das? 20 Meter oder wie viel? 20 Meter. Aber das geht eigentlich, das ist ein altes Haus. Von da bis dahin sind 10 Meter, oder? Oder ist das schon? Einmal, ja, das ist ein Bad. Alles vorbereitet. Ja gut, dann gar nicht. Der Tag der Abreise. Jedenfalls für Carlos. Er fliegt voraus. Gibt es jetzt noch viel zu tun, bevor Samira dann kommt mit dem Kind? Ja, ich muss ein paar Sachen noch im Haus fertig machen, bis sie kommt. Und ja, es wird schon ein bisschen stressig sein. Aber das geht schon. Sie gibt mir schon Kraft. Ja, langsam kommt so ein bisschen das Zapplige bei mir. So ein bisschen, es geht los bald. Und ja, dass bei mir auch noch der grosse Schritt kommt. Und Abschied nehmen wird sehr schwierig von der Familie. Baby Shark. Komm Emma, hab schnell, Baby Shark, oder? Where are you? Wie geht's ihm? Samira kommt mit ihren Kindern für einige Wochen bei ihrem pensionierten Vater im Glarnerland unter. Mommy Shark, where are you? Das Baby Shark, Daddy Shark. Der Abschied naht. Vorfreude und Wehmut wohnen in diesen Tagen nahe beisammen. Ich wünsche natürlich allen eine ganz gute Zeit dort und dass ihre Träume in Erfüllung gehen. Man muss halt mal etwas Neues versuchen. Ja. Es wäre natürlich schön, man hätte es in der Nähe, also eine Stunde, 2 von Maximum weg. Man ist ja nicht gerade jede Zeit dort, wenn es mal etwas ist. Ja. Aber ich glaube, ich hoffe, es kommt gut. Ja. Der Neuanfang in der Karibik soll auch ein Neuanfang für die Beziehung sein, sagt Samira. Carlos habe sehr viel arbeiten müssen und sie sei oft allein gewesen mit den Kindern. Das habe zu Spannungen geführt und soll sich nun ändern. Ja. Hat noch ein paar Grämmchen. Aber ich lasse jetzt mal so.
Hallo. Was ist die schon? Seit einem Monat ist die Familie Feierabend wieder vereint. Stehen wir in der Hängematte? Stehen wir da innen. Versteckt. Gell? Ja, sie hebt sich immer so zu, dass ich sie richtig fest und manchmal tut sie so richtig so Bang machen, weißt? Aber dann finde ich sie mega lustig. Nun haben beide genug Zeit für die Kinder. Ja, so viel Zeit ich kenne noch nie. Hast du noch nie gehabt? Nein. Also Wochenende natürlich. Ja. Aber sonst so unter der Woche, mitten am Nachmittag. Wäre sonst nie gegangen in der Schweiz, gell, Amore? Das ist so, ja. Das ist irgendwie noch schön. Ganz ein anderes Leben. Ist ein anderes Leben, ja. Interessiert dann niemand, ob wir da Pause machen oder nicht. Es ist gut, haben wir diesen Schritt gemacht, weil wir haben doch einiges in der Schweiz hatten, wo dann ja, manchmal wir doch auch aneinander geraten sind, weil es einfach alles ein bisschen viel war. Und das hat uns jetzt einfach richtig gut getan, uns einfach aus dem Ganzen rauszunehmen, hierher zu kommen und wieder zusammenzuwachsen. Und ja, auch für die Kinder, ich sehe es, wie gern sie, also wie freut sie haben, dass der Papi eigentlich die ganze Zeit rum ist. Also sie freut sich einfach, sie findet das super, dass sie beide Elternteile haben. Ich meine, sie müssen auf nichts verzichten jetzt gerade so. Carlos beschäftigt mehrere Haitianer, die ihm dabei helfen, den Umschwung auf Vordermann zu bringen. Was gibt das eigentlich da, wenn es fertig ist? Das ist für Strom. Strom? Ja, wir müssen so in eine Leitung drin tun. So mit Röhre. Weil ich will das nicht in die Luft, so wie jeder das macht. Das passt gar nicht, finde ich. Mami sta attendendo Europa. Hoi, Spätzli. Oh. Carlos hat auf dem 3 Hektaren großen Grundstück viele Bananenbäume. Einen Teil der Ernte verkauft er. So kommt ein bisschen was rein. Ein wirklicher Plan, um Geld zu verdienen, fehlt aber. Die Feierabends leben sozusagen von der Hand in den Mund. ¿Dónde tú quieres? ¿Dónde? Ya están casi terminando ya. ¿Ya lo terminan hoy ustedes? Carlos arbeitet nicht nur an seinem eigenen Traum, sondern auch an Pepes. Unter seiner Leitung entsteht ein Steinwurf entfernt von seinem eigenen Haus, dasjenige seines Bruders. Der Anspruch? Schweizer Qualitätsarbeit. Ich bin nicht zufrieden mit dem da. Aha. So schlecht ist er nicht, weißt, aber es könnte besser werden. Was ist denn nicht gut? Ja, der ist ein bisschen, ganz wenig verrutscht beim Essen, weißt. Etwa 2 Zentimeter auf dieser Seite. Aha. Aber das ist Maurertoleranz in der Schweiz. Und da hätte ich wollen, dass es besser ist. Weißt? Da ist besser? Aha. Der ist besser, der ist gut gekommen. Der ist ganz gut. Das Ziel ist, dass alle so sind. Das ist richtig Maurerfilm, wie in der Schweiz gemacht. Aber verdienst du denn etwas, du als Polier, für deinen Bruder? Ja, ich tue ihn mit oder ohne Geld tue ich ihn das schon machen, weißt. Mit oder ohne Geld? Ohne Geld, ja. Aber lieber mit? Nein, es ist so, er tut, weißt, an niemand sowieso hätte müssen zahlen. Ja. Dann macht sowieso eine schlechte Arbeit. Ja. Dann hat er gesagt, tut mir lieber das Geld geben, weil ich muss auch etwas verdienen, oder? Ja, klar. Und dann tue ich ihm das gut fertig bringen. Das ist eine von deinen Einnahmequellen hier? Im Moment, ja. Im Moment, vom Bruder, ja. Ja, das ist gut. Ja? Zahlt er gut? Pünktlich? Das sehen wir dann. Sehen wir dann. Ja.
Ich versuche ihm so gut wie möglich die Kinder alles abzunehmen, dass er einfach vorwärts kommt. Und wenn ich dann mal etwas machen kann oder er auch mal eine Pause braucht, dann tun wir duschen und dann mache ich etwas im Haus. Es ist schon happig. Sie sind wirklich 2 sehr aktive Kinder, was auch schön ist. Aber es kann dann schon manchmal an meine Grenzen kommen, dann manchmal schon. Genau. Keine Kopfnuss. Emma. Emma. Mach doch auch an. Hey, keine Kopfnuss, gell? Ihr wisst doch, dass das weh tut. Ihr ja selber auch. Ja, ihr habt ja so gern, ihr 2. Ja. So, willst du wieder zumachen? So, schau. Zack. Ja, aber hey, nein, schau, jetzt geht die Schachtel kaputt. In Rancho Arriba ist Stromausfall, seit mehreren Stunden. Und der Stromgenerator ist auch kaputt. In den letzten Monaten schwankten die Feierabends hin und her zwischen Euphorie und Ernüchterung. Nein, es läuft nicht alles rund. Nisi! Ich hab gesagt, Achtung! Es gibt ein paar Sachen, ja, die man schon sehr vermisst. Und, aber, also sicher die Familie, Freunde. Man vermisst so die vertrauten Leute. Also das einfach, ja, du weißt, in der Schweiz, bei uns, also die Freunde, die wir kennen, auf die kann man zählen. Da ist es sehr schwierig, so zu wissen, ja, wem kann man vertrauen und wem nicht. Sie haben sich auch schon überlegt, das Experiment Auswanderung abzubrechen, sich aber immer wieder gefangen. So, es ist die Kerze. Ein Problem ist jetzt gelöst. Wie viele andere Probleme gibt es noch zum Lösen? Ja, Haufen. Haufen? Ja, Haufen Probleme. Ja. Haufen Probleme. Es ist genau das. Da keine Ahnung, von wo ich der. Das bleibt jetzt im Jetzt habe ich aber irgendetwas von einem Ort rausgenommen und ich weiß nicht mehr von wo. Es gibt aber auch Positives zu berichten. Aus der Baustelle ist ein Zuhause geworden. Das Haus seines Bruders Pepe macht ebenfalls Fortschritte. Auf der Farm reifen allerlei Früchte. Carlos konnte den eigenen Kaffee ernten, wie einst sein Vater, der stets stolz war auf die diversen Sorten, die hier wachsen. Ja, willst du Papi helfen? Und er hat erste kleine Tischleraufträge an Land gezogen. Optionen gibt es viel. Ja. Nur es sind wenige, die richtig Geld geben. Ja. Also das mit den Schreinern, es gibt etwas Geld. Einfach, die Leute wollen nicht zahlen, was es kostet. Darum versuche ich einfach so einfach wie möglich zu machen. Das ist sowieso für die gut, oder? Also für die Leute. Und ich tue etwas so verlangen einfach für meine Arbeiten, für das Material. Und für die ist einfach aber
wenn ich muss, so viel besser wie für die Schweiz, oder, wo alles so perfekt ist, muss ich viel mehr verlangen und das wird einfach niemand zahlen. Ja. Darum aber ein bisschen schreiner. Wir tun ein bisschen mit Brot backen, auch zum Verkaufen. Brot? Ja, da tun wir auch etwas Geld verdienen. Und ja, sonst aber mit Kaffee gibt es kein Geld, das ist zu wenig. Das trinken wir selber. Und ja, sonst eigentlich ist es noch schwierig, weißt du? Mit was Geld verdienen. Ja, also ich denke, Sorgen macht es zum Teil. Also man tut sich einfach ein bisschen Gedanken machen, so, aber ich weiss, dass Carlos immer sich etwas überlegt, was man kann, irgendwo ein bisschen Geld reinholen. Es ist ja so, dass man da natürlich viel weniger braucht als in der Schweiz. Weißt, wenn du in der Schweiz kein Geld hast, kommen die Schulden sowieso, oder? Ja. Und da, wenn du kein Geld hast, passiert das nicht. Schon Firabi Kari musste feststellen, wie schwer es ist, in der Karibik auf einen grünen Zweig zu kommen. Mit seinem Kaffee verdiente er, wenn es hochkam, 2000 Franken pro Jahr. Überlebt hat er, weil er seine Schweißanlage aus der Schweiz mitgebracht hatte. So kam er auf ein Monatseinkommen von 300 Franken. Und nun der Sohn auf den Spuren des Vaters. Carlos schickt sich in sein neues Leben, bescheiden, aber zufrieden. Also wir sind einfach. Zum Glück ist meine Frau auch so. Weißt? Sie ist auch mit wenig zufrieden. Und darum funktioniert. Also wenn das anders wäre, das würde überhaupt gar nicht gehen. Komm hier. Ciao. Ciao. Immer hier rein tun. Die Feierabends haben Hühner angeschafft. So kommen Eier auf den Tisch und von Zeit zu Zeit ein Poulet. Zudem haben sie einen Garten angelegt, wo das Gemüse wachsen soll. Da. Alles überbucht. Nicht nur geregnet, natürlich kannst du nicht jagen, nicht. Ja, Selbstversorger. Also ich habe mir das einfacher vorgestellt. Da ist ein Mandarinenbaum. Hier ein Orangenbaum. Auf 3 Hektaren, die einmal Wiese waren, baute Kari eine veritable Plantage auf. Hungrig musste nie jemand ins Bett. Damals hatten wir nur Wiesland und jetzt Haufen Früchte und Bäume. Bist du stolz auf das, was du erreicht hast? Klar. Bist du glücklich? Ja. Eben. Gehen wir weiter. Ja, gut. Ich weiß, er hat seine Ruhe gehabt. Und manchmal Ruhe ist auch glücklich, weißt? Wenn du deine Ruhe hast, deine innere Ruhe, es kann auch eigentlich, das heißt wirklich, dass sie glücklich war. Also weiß auch nicht, das ist noch schwierig, weißt? Samira, ¿sí? ¿Y tú, mi amor? Bien, ¿y tú? Estamos bien, gracias a Dios. Bien, gracias. Plötzlich ist Carlos Mutter Marina da. Sie wohnt im Zentrum von Rancho Arriba, kommt aber oft vorbei. In diesem Fall, um sich Bauschaum auszuleihen. Klar freue ich mich, dass mein Sohn wieder da ist. Das ist mein Sohn. Ja, der einzige Sohn da eigentlich. Ja. Ja. Und die einzige Großkind. Die einzige Großkind? Ja, genau. Ist das schwierig, dass alle in der Schweiz sind?
Nein, daran habe ich mich schon gewöhnt. Marina ist nur eine von vielen, die regelmäßig unangemeldet vorbeikommen. Samira tat sich anfangs schwer mit der karibischen Kultur und den ständigen Spontanbesuchen. Ich habe mich einfach daran gewöhnt. Also, es ist jetzt irgendwo durch ein bisschen normal geworden für mich, dass plötzlich da Leute auftauchen und wieder, meistens suchen sie den Carlos. Dann sage ich halt, wenn ich ihn gerade sehe an dem Tor oder so, sage ich, ja, einen Moment, er kommt gerade. Oder einfach, dass ich ihn begrüße, dass er nicht gerade wieder geht. Und dann geht meistens der Carlos raus und dann ja, schaut er mit denen etwas an. Also ich habe mich einfach langsam wirklich daran gewöhnt. Emma hat angefangen, an den Vormittagen eine Spielgruppe in Rancho Arriba zu besuchen. So kommt sie in Kontakt mit anderen Kindern und lernt die Sprache. Es ist kurz vor Weihnachten. Die Feierabends leben sich langsam ein und hoffen, dass ihr Glück in der Einfachheit hält. Die Frage der Perspektive wird sich aber irgendwann stellen. Ja, ist natürlich immer, man hört sehr viel, ja, die können doch da nicht etwas werden, die haben da keine richtige Schule. Aber es ist für mich auch so, ich meine, mein Mann ist auch da in die Schule gegangen, er ist erst später eigentlich in die Schweiz gekommen, wo er die Schule schon durchgehabt. Und aus ihm ist auch etwas geworden. Ich meine, er ist sehr handwerklich begabt, er ist eigentlich auch recht schlau in dem Sinn, auch seine Brüder, die sind alle, ist ja alle aus ihnen etwas geworden. Und von dem her muss ich sagen, ich glaube, es hat nicht, also ich denke, man kann es sicher nicht vergleichen, Schweizer Schule wie diese Schule hier. Aber ob sie viel schlechter ist, kann ich jetzt auch nicht behaupten. Ja. Also man kann schon etwas Gutes lernen. Aber ich denke, in der Schweiz schon, hat man schon eine größere Chance. Und also, wenn Sie später in der Schweiz gehen, also, das finde ich auch gut. Oder? Ich denke, wenn Sie 18 sind oder so, das ist auch früher. Also natürlich wohin früher, aber nach 18 können Sie an einem Ort etwas lernen oder so. Und ich denke, wenn Sie Deutsch reden, schon,
einfach klein, dann ist es noch einfacher, oder? Die Geschichte der Familie Feierabend ist, man ahnt es schon, wohl noch lange nicht zu Ende erzählt.